Grüß Gott, wir sind hier im Touchit-Labor der FH Joanneum in Graz am Studiengang Wirtschaftsinformatik und wir haben im letzten halben Jahr die Mixed Reality Applikation für das Grazer Kindermuseum und die Tschira Stiftung umgewandelt und neu programmiert. Früher war sie für eine HoloLens 1 entwickelt und wir haben sie adaptiert für die Quest 3 Brille. Wir arbeiten schon seit circa 15 Jahren mit Mixed Reality, Virtual Reality, Augmented Reality. Hier sogar ein Modell, eigentlich die erste VR-Brille von 1994, die VFX 1. Was war die große Änderung vom Schritt von der HoloLens 1, hier die Zweier, auf die Quest 3? Neben der Umwandlung von Optical See-Through arbeiten wir hier auf Video See-Through. Wir haben ein viel größeres Blickfeld. Wir haben neue Interaktionen eingebaut, dass man auch mit der Hand interagieren kann, sprich wirklich mit virtuellen Interfaces und realen Interfaces. Also wir haben beide gekoppelt und mit den virtuellen Interfaces, dass man ebenfalls mit der Hand bestimmte Sachen steuern kann. Zusätzlich ein neues Kommunikationsmodell, vollständig mit den Controlinos und Arduinos über MQTT die Kommunikation aufgebaut. Wir haben es multi-user-fähig gemacht, also es können mehrere Personen gemeinsam daran arbeiten und der spezielle Punkt, auch die Elemente eingebaut, dass man direkt vorher in einer virtuellen Szene ist, also vollständig Virtual Reality und dann der Übergang über Mixed Reality in die Augmentierung, dass man dann sozusagen in einem Realraum ist und dort direkt mit den Interfaces arbeiten kann und ein ganz neues User-Erlebnis für die Besucherinnen und Besucher dadurch erst möglich wird. Hier sieht man das Gesamtkonzept, wie es jetzt aufgebaut ist. Wir haben hier unser Museumsserver, den X-Caucus. Die Steuerung und Elektronik bei den einzelnen Stationen basiert über Mikrocontroller, wo die Daten über MQTT zu unserem zentralen Netzwerk geschickt werden, wo wir auch ins Internet gehen. Wir haben dann die verschiedenen Brillen, die verschiedenen steuerbaren Steckdosen und auch den Chromecast. Hier wird das Ganze verwaltet und auch über verschiedene Alive-Messages markiert, dass es funktioniert, zum Beispiel wie viele Brillen aktiv sind, dass das Netzwerk geht, die Controlinos und das wird zurück zum X-Caucus geschickt. Hier sieht man das am System. Aktuell ist das gesamte System lauffähig, funktioniert zu 100%. Und wenn ich jetzt hier hineingehe, jetzt muss man nur schauen, dass die Maus aktiviert ist. So, jetzt haben wir das, die Clients. Hier sieht man auch, dass eine Brille zurzeit aktiv ist. Die anderen sind einfach dabei ausgeschaltet. Hier sind die ganzen steuerbaren Steckdosen. Alle Mikrocontroller arbeiten, die Controlinos und auch unser gesamtes Netzwerk ist aktiv. Das wird über dieses System angezeigt und ein Spezialfeature haben wir auch noch, dass man mitschauen kann, das zeige ich auch her. Also wenn ich jetzt hier drinnen bin, in der Brille, ich starte jetzt in der Brille zum Beispiel nachher das Casting, so und caste jetzt direkt auf den Bildschirm hin und eigentlich sollte man schon sehen, da sieht man es und jetzt kann ich zum Beispiel hier auch wieder die Applikation starten. Das dauert jetzt. So. Und jetzt bin ich eigentlich, wie man sieht, ich gehe jetzt in den speziellen Debug-Modus hinein und überspringe das Setup-Intro. Das kann man jetzt hier alles live mitschauen. Ich kann jetzt auch hier hineingehen in den Raum. Bin jetzt eigentlich im Raum im Debug-Modus drinnen und zusätzlich auf der Brille kann man das alles auch parallel mitkontrollieren. Ich schalte das einmal weg. Wir sind hier in der Werkstatt vom Grazer Kindermuseum und wir testen jetzt eine VR-MRA-Applikation, die früher im COSA, im Center of Science Activities für die HoloLens entwickelt wurde und wir umprogrammiert bzw. neu entwickelt haben für die Quest 3. Ich gehe hier unter Unknown Sources, also man hat hier die verschiedenen Applikationen und ich starte jetzt das neue Habitat. Ich kann es hier starten oder wenn schon gestartet worden ist, auch von hier. So, ich bin jetzt
im Raum und bin jetzt Identifikation am Mars von in der Proband Feuerwelt. Human X1. Status aktiv. Mission Habitat Red 6 Aktivierung der Habitatsysteme nach Meteoritenkollision. Positionieren Sie sich vor der Luftschleuse. Starten Sie die Identifikation. Berühren Sie dafür den Scanner mit beiden Händen. Das ist der Scanner. Halten Sie Kontakt für 3 Sekunden. Warten auf biometrische Identifizierung. Proband Human X1 erkannt, Zugang verifiziert. Autorisierung freigegeben, Schleuse wird entriegelt. Proband Human X1 in der Luftschleuse lokalisiert. Bin in der Luftschleuse Übungsmission Habitat Red 6 wird initialisiert. Sicherheitswarnung. Desinfektion erfolgt. Zielsetzung Aktivierung der Habitatsysteme zur Sicherstellung extraterrestrischer Lebensfunktionen. Missionspriorität hoch. Zielzeit 30 Minuten. Achtung! Jede erfolgreiche Systemaktivierung generiert ein Kugelmodul. Erst nach Erwerb aller 6 Module wird die Ausgangsschleuse aus dem Habitat entriegelt. Begeben Sie sich nun zur Eingangsschleuse. Bereiten Sie sich auf Systemaktivierung vor. Desinfektion erfolgreich durchgeführt. Schleuse öffnet. So, öffnet die Schleuse. Jetzt betrete ich das Habitat. Die Zeit ist jetzt losgegangen. 29. Systemanweisung, Modulentnahme In der initialisieren. Mitte öffnet sich jetzt Zielobjekt, Unterstützungsmodul Redboot 01. Öffnen Sie die Ladestation mit dem geschlossen. Bedienelement. Unterstützungsmodul wird automatisch Da sieht man ebenfalls ausgeworfen. die Zeit. Nicht in das Oben liegt er. Entsicherungssystem greifen. So, jetzt Mechanische Komponenten stehen unter Druck. Ausgabe erfolgreich. ab. Unterstützungsmodul Redboot 01 aktiviert. Folgen Sie den Anweisungen des Unterstützungsmoduls Redboot 01. Das Ziel, ist Mixed Aktivierung der Reality, 6 also ich habe hier Habitatsysteme. reale Objekte und virtuelle Objekte. Positionieren Sie jedes Kugelmodul in die zugewiesene Interface-Schnittstelle an der Ausgangsschleuse. Das ist da drüben nachher. Nach Einbindung aller Kugelmodule erfolgt die automatische Freigabe der Ausgangsschleuse. Beginnen Sie jetzt. Folgen Sie der Einheit Redboot 01. Systemmonitoring aktiv. Good luck Proband Human X1. Systemaktivierung startet. Countdown läuft. Willkommen Proband Human X1. Hier startet unsere gemeinsame Mission. Folgen Sie den definierten Bodenmarkierungen. Warte auf Auswahl der ersten Systemaktivierung. So, da sieht man jetzt schon die Bodenmarkierungen. Und ich starte gleich mit der ersten Installation. Ich gehe auf die Bodenmarkierung. Proband Human X1 revitalisieren Sie das Atmosphärenmodul. Systemstatus. Anomalien in der Luftzusammensetzung. Atemnöte vorprogrammiert. Hier die Lösungsprotokoll. realen Interfaces Luftzusammensetzung sehen. optimal abmischen. Proband Human X1 treten Sie in Aktion. Starte Gasregulation. Ventilsteuerung manuell justieren. Zielmischung Einen Sensor optimieren wir noch, Stickstoff, minimale der wird noch Co-Konzentration. getauscht, deswegen brauchen Warnung, wir nur 3 Pull-Level-Musik. Sensoren. Systemaktivierung erfolgreich. Atmosphäre im Sollbereich. Mischverhältnis optimiert. So, Atmen ohne Probleme möglich. und ich kann die Kugel Kugelmodul nehmen wird freigegeben. und ich kann sie hier, Positionieren Sie das Kugelmodul in die zugewiesene Interface-Schnittstelle an der Ausgangsschleuse. gehen wir jetzt zum nächsten, zum Wasser. Da sieht man so ein Partikel, wenn ich drüber bin, füllt sich das langsam. Proband Human X1 fokussieren Sie die Wasserfiltrationseinheit. Man sieht Systemstatus. auch hier die Kugel, die ist Kontamination aktiv erkannt. und eine ist schon Pumpe erledigt. inaktiv aufgrund von blockierten Filter. Warnsignal rot. Lösungsprotokoll. Verunreinigten Filter tauschen. Proband Human X1 treten Sie in Aktion. Greifarm mit Joystick präzise zu Filter mit rotem Warnlicht steuern. Knopf drücken, Filter entnehmen und ablegen. Ersatzfilter greifen und einsetzen. Anzeige, grün auf allen Einheiten. Zurzeit sind noch nicht System alle bereit. Einheiten grün. Schaltpult aktivieren, Pumpe starten.
So. Ich habe die Zeit 26:20. So. Passt. Ist grün geworden. Und jetzt kann ich es starten. Systemaktivierung erfolgreich. Pumpe geht los. Wasserreinheitsgrad hoch. Und ich habe Versorgung noch ein gesichert. Objekt bekommen. Das nehme ich jetzt mit der anderen Kugelmodul wird Hand. freigegeben. Positionieren Sie das Kugelmodul in die zugewiesene Interface-Schnittstelle an der Ausgangsschleuse. So, jetzt nehmen wir gleich das. Proband Human X1, positionieren Sie sich vor der Kontrollkonsole der Umweltparameter. Systemstatus. Folgende Parameter sind falsch kalibriert: Sieht man die Luftfeuchtigkeit, Raumklima? Temperatur und Luftzirkulation. Lösungsprotokoll. Umweltparameter ausbalancieren. Muss ich ausbalancieren. Schauen Proband wir mal. Human X1, treten Sie in Aktion. Ja, Stellräder auf Aktion. Kontrollkonsole manuell justieren. Achtung! Jede Abweichung kann Systemstörungen verursachen. Visuelle Daten werden via Hologramm abgerufen. Ja. So. So, und jetzt haben wir es eingestellt. Systemaktivierung Und auch die erfolgreich. Lampe hat sich dazu geschaltet. Parameter maximal ausgeglichen. Kalibrierung abgeschlossen. Perfekt. Kugelmodul wird freigegeben. Kugelmodul ist freigegeben. Positionieren Sie das Kugelmodul in die zugewiesene Interface-Schnittstelle an der Ausgangsschleuse. Und ich habe schon 1:3, sieht mir gelöst. Die Zeit ist 24:42. Gut. Und ich nehme als nächstes das Solarmodul. Proband Human X1, initiieren Sie die Fensteröffnung zum Solarsystem per Knopfdruck. Okay. Position rechts unten. Systemstatus. Energieversorgung durch Solarenergie kritisch, Stabilität im Habitat gefährdet. Lösungsprotokoll. Solarturmspiegel neu ausrichten. Problemerkennung, kein Strom dafür vorhanden. Notphotovoltaikpanel aktuell offline. Proband Human X1, treten Sie in Aktion. So. Manuelle Kalibrierung des Notphotovoltaikpanels notwendig. Betätigen da Sie über die die- Kurbel. Richten Sie Panel exakt zur Sonne aus. Überwachen Sie den Energielevel am Display. Bei ausreichender Spannung Schalter aktivieren. Richte ich das aus an der Sonne. So. Und man sieht schon, hier gehen wir es noch ein bisschen weiter rauf. Ich drehe das hier. Wieder mit dem realen Interface. Der Button ist wieder ein virtueller, also ist wieder diese Kopplung. Da ist alles wieder real. Und man sieht jetzt hier, wie es langsam geladen wird. Boah, jetzt geht flott, 42% schon. Riecht es noch ein bisschen, je nachdem, stärker aus. 57, als die Ladung erfolgt. Man sieht auch hier, wie es bei der Anzeige schön steigt. Status ist aber noch rot. Gleich ist es 85, gleich ist 90. Ja. Ja. Jetzt ist es vollständig geladen, grün. Und jetzt aktiviere ich es hier. Und man merkt auch schon, wie die 3 Solartürme sozusagen die Sektoren Strom bekommen. Sektor 1, Sektor 2. Das sind wieder analoge, reale Anzeigen. Wobei hier die Kommunikation jetzt neu über MQTT funktioniert. 8 Minuten habe ich schon, aber es müsste sich gut zeitlich ausgehen. So, der Status ist noch rot. Jetzt hat sich der Turm aktiviert, das Licht geht ein Solarturm online. und der Status ist grün. Versorgungssystem kehrt Und in es ist wieder stabilen eine Kugel Betriebszustand freigeschalten. zurück. Kugelmodul wird freigegeben. Positionieren Sie das Kugelmodul in die zugewiesene Interface-Schnittstelle an der Ausgangsschleuse. Dann haben wir noch das Material.
Proband Human X1 gewährleisten Sie die 21:30. Effizienz der Habitatschutzhülle. Systemstatus. Schutz durch Außenhülle kritisch. Langzeitexposition durch Sonnenstrahlung verursacht Materialermüdung. Lösungsprotokoll. Wiederherstellung der stabilen, hitzebeständigen Schutzschicht. Material 2, Material 3, Kohlenstoffnanoröhrchen positiv. Zielmaterial erkannt. Aha. Hitzebeständig. die Material verschiedenen 1, Materialien. nanoskaliges Titandioxid negativ. UV-Schutz für Textilien. Praktisch, aber suboptimal bei extremer Hitze. Material 2, nanoskaliges Silber negativ. Material 3, gebe ich einmal einen Code Kohlenstoffnanoröhrchen positiv. Zielmaterial erkannt. Hitzebeständig, flammenhemmend, ideal Der zur falsche Verstärkung Code. exponierter Jetzt gebe ich irgendeinen Strukturen. Code ein. Eingabe am Tastenfeld bestätigen. Nimmt er gar nicht. Und jetzt probiere ich den richtigen Code. Lagerort wird ermittelt. Aktivierung der Drohnenfunktion von Redboot 01, Position auf Karte Jetzt verfolgbar. hinein. Sucht sich jetzt das Material. Aha. Reparatur eingeleitet. Abgeschlossen. Perfekt. Systemaktivierung erfolgreich. So. Das ist jetzt die vorletzte Kugel. Ich kann aber mit der Kugel auch weiterarbeiten. Gehe jetzt hier rein. Und das ist jetzt noch Proband Human X1, Pflanze. lokalisieren Sie die Wachstumseinheit. Mhm. Systemstatus. Sehr schön, Wachstumsbedingungen wie der das Pflanzen im Habitat prekär. Autarke Nahrungsversorgung nicht VR mit dem möglich. realen Objekt wieder koppelt. Lösungsprotokoll. Das sind die Pflanzenversorgung reaktivieren. virtuellen Schalter. Proband Human Und das X1 ist treten fürs Sie in Reale. Aktion. So. Hydrationseinheit mit artifiziellem Wasser auswählen. Pflanzen bewässern. Okay. Ich nehme das einmal. Aha. Wenn wir den auch, genau. Hey, Oh, okay. Hey. Hm. Okay. okay, passt. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Wasser dazu. Check. Ich kann das Wasser natürlich Nährstoffzufuhr. auch Organische Düngerkapseln hinzufügen. auf ihm schütten. So, und jetzt brauchen wir noch den Humus. Check. Das wächst Photosynthese und Lüftungssystem Jetzt aktivieren. brauchen wir Diesel noch betätigen. Wind und Sonne. Ich nehme mal die Sonne, dass das auch mit gekoppelt. Das ist jetzt ein virtueller Schalter, aber mit einem realen Licht, und jetzt fehlt uns noch die Luft. Die Erdbeeren wachsen schon und ich gebe jetzt die Luft hinauf. Check. Die sind wieder Systemaktivierung erfolgreich. so oder was? Wachstumseffizienz hoch. Autarke Nahrungsversorgung Und wir haben optimal. jetzt die nächste Kugel Kugelmodul noch. wird freigegeben. Und ich habe alle Positionieren Sie Kugelmodule. das Wir sind Kugelmodul in die zugewiesene 1740. Interface-Schnittstelle an der Ausgangsschleuse. Geben wir mal das eine Kugelmodul hinein. Was wir auch hier sehen, ist die ganzen Stationen. Die 6 sind jetzt auch abgehakt. Und die Zeit. Eine Kugel fehlt mir noch. Letztes Modul integriert. Alle Habitatsysteme online. Übungsmission Habitat Red 6 erfolgreich abgeschlossen. Zeitlimit Perfekt. eingehalten. Ihre präzise Ausführung hat maßgeblich zur Erforschung extraterrestrischer Lebensbedingungen beigetragen. Achtung, Luftschleuse initiiert Öffnungssequenz. Verlassen Sie Habitat Red 6 und begeben Sie sich aufs Außengelände. Folgen Sie dann wieder den Anweisungen des Bodenprotokolls. So. Redboot 01 dankt für die effiziente Kooperation. Rückflug zur Ladestation wird initiiert. System wir haben's wechselt in geschafft. Standby-Modus. So, lala. Und wir können in den Außenbereich gehen. Und da sind wir jetzt, ich gehe nur vor, das ist wieder real.
Gehe hier vorsichtig herum. Hier sind wir jetzt in unserer Mixed Funktion Reality sämtlicher instabiler Habitatsysteme reaktiviert. Welt. Protokoll zum Projekt Terraforming. Analyse abgeschlossen. Die Erde ist ein sich selbst regulierendes Biotop. Energieeffizient. Atmosphärisch stabil. Biodivers. Sämtliche Erdparameter sind perfekt aufeinander abgestimmt. Logikmodul aktiviert. Schlussfolgerung eindeutig. Das sind ja schon die Schutz Pflanzen. aller funktionierenden Systeme der Erde ergibt maximale Effizienz. Versuch der Replikation eines perfekten Systems gleich maximaler Fehler. Aktionsempfehlung. Erde erhalten. Nicht nachbauen. Ihre Übungsmission endet hier. Perfekt. Alles geschafft. Übungsmission beendet. Ich zeige nur jetzt, wenn man jetzt da weitergeht, weil jetzt gehe ich durch die virtuelle Wand durch und sehe jetzt sozusagen auch das System von außen und unseren Entwicklungsplatz. Und die Sandra. So, oder passt. Ich beende jetzt die Applikation und auch das Video.